Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Money makes the world go round gilt auch für die Welt der Parteien. Geld gibt die Möglichkeit, Positionen und Vorhaben in die Öffentlichkeit zu tragen, für sich zu werben. Ohne Geld keine Wahlkampagne. Für die rechtsextreme NPD, die sich mittlerweile die Heimat nennt, ist jetzt allerdings der letzte Rest staatlicher Hilfe weggebrochen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute einstimmig entschieden, keine staatliche Parteienfinanzierung mehr für eine Partei, die diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen und beseitigen will. So klar der Richterspruch aus Karlsruhe, so unterschiedlich die Antworten auf die Frage, was er für andere Parteien bedeuten könnte. Bei der AfD etwa kamen 2021 etwa 44% ihrer gesamten Einnahmen vom Staat. Sarah Tacke und Samuel Kirsch mit mehr. Sie wollen's wissen. Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Pforzheim aus Baden-Württemberg sind heute zum Bundesverfassungsgericht gereist, um die Entscheidung live mitzuerleben. Wir haben auch gerade Geschichtsepoche, den Zweiten Weltkrieg. Und das, weißt du, die Politik, die erinnert mich auch immer an was jetzt gerade passiert. Und wir wollen natürlich nicht, dass das wieder passiert oder sich wiederholt. Einfach auch vielleicht eine Grenze zu setzen, wie viel rechts in der Partei sein darf. Ich glaube, wichtig ist zu gucken, ob so eine Partei, die ziemlich rechts ist und ziemlich extrem ist, ob die noch unterstützt wird von dem Staat. Wird sie nicht mehr, erfahren die Schülerinnen und Schüler im Saal. Der NPD wird alle staatliche Finanzierung für 6 Jahre gestrichen. Der Grund? Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet. Die Antragsgegnerin, die Ex-NPD, die sich jetzt Heimat nennt, boykottiert die Urteilsverkündung. Äußert sich später per Pressemitteilung trotzig: Wer glaubt, das würde uns aus dem Spiel werfen und uns aufhalten, der täuscht sich gewaltig. Mit dem Urteil heute wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik einer Partei die staatliche Finanzierung gestrichen. Denn das Verfassungsgericht stellt fest, dass sich die NPD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Konkret gegen die Demokratie und die Menschenwürde. Sowohl das Konzept der ethnisch definierten Volksgemeinschaft als auch die antisemitische Grundhaltung und die Verächtlichmachung der bestehenden demokratischen Ordnung lassen deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen. Bundesinnenministerin Faeser sieht in dem Urteil ein klares Signal, das über den Tag hinausreiche. Unser demokratischer Rechtsstaat finanziert keine Verfassungsfeinde. Und auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren hoch bleiben, haben wir jetzt ein weiteres Instrument, um gegen Verfassungsfeinde vorzugehen. Aus der AfD gibt es heute auch auf Nachfrage kein Statement zum NPD-Urteil. Aus der Union kommen gemischte Signale. Für Markus Söder ist das Urteil wegweisend. Man müsse dasselbe nun auch für die AfD prüfen. Aber wenn das Verfassungsgericht uns jetzt die Möglichkeit gibt, unterhalb der Schwelle des offiziellen Verbotsverfahrens eine Möglichkeit zu setzen, Grenzen zu ziehen, die Verfassungsfeinde in ihrem Agieren einzuschränken, dann sollte man alles prüfen, ob das nicht geht und machbar ist. Und meint damit die AfD. Denn die erhielt zuletzt mehr als 10 Millionen an staatlicher Finanzierung. Ja, wir merken also, da wird in der Politik diskutiert, was das heißt für ein mögliches Vorgehen gegen die AfD. Sarah Tacke ist hier bei uns, unsere Rechtsexpertin. Guten Abend, Sarah. Was haben denn die Richterinnen und Richter aus Karlsruhe da heute für Fingerzeige gegeben? Sie haben deutlich gemacht, dass es 2 scharfe Schwerter gegen verfassungsfeindliche Parteien gibt. Das eine ist das Parteiverbot, über das wurde schon viel diskutiert. Und das andere wurde heute, wenn man so will, scharf gestellt, zum ersten Mal angewendet. Das ist der Ausschluss von der staatlichen Finanzierung für verfassungsfeindliche Parteien. Das ist ein relativ junger Artikel im Grundgesetz, der auch extra reingehoben wurde, um vorzugehen, und da sind wir schon beim zentralen Unterschied, gegen Parteien, die zwar verfassungsfeindlich sind, aber so erfolglos, so bedeutungslos wie die NPD, dass man sie gar nicht verbieten muss. Den kann man, Tag heute ist klar, die Finanzierung streichen. Bei der AfD ist allerdings klar, da gilt vieles, aber nicht, dass sie bedeutungs- oder erfolglos ist.
Und für beide Verfahren gilt, und das ist die hohe Hürde, die genommen werden muss, dass eine Partei verfassungsfeindlich sein muss. Und zwar in ihrer Gesamtheit. Also nicht einzelne Personen, nicht ein Flügel, sondern die Partei bis in ihre Führungsetagen als Ganzes verfassungsfeindlich. Und auch da haben die Richter und Richter heute spannende Ausführungen gemacht und nochmal deutlich gemacht, dass beispielsweise ein ethnischer Volksbegriff, also ein rassistischer Volksbegriff, Deutscher ist nur, wer deutsches Blut hat, nicht wer deutschen Pass hat. Und wer deutsches Blut hat, muss besser gestellt werden. Dass ein solcher Volksbegriff gegen Artikel 1 Grundgesetz, unsere Menschenwürde, verstößt. Das kann man bei der NPD klar nachsagen. Das ist klar, das ist belegt. Die NPD ist verfassungsfeindlich. Ob das bei der AfD der Fall ist, vollkommen offen. Das heißt, in beiden Fällen, wenn man rechtlich gegen die AfD vorgehen will, muss diese hohe Hürde, ihr nachzuweisen, dass sie verfassungsfeindlich ist, diese hohe Hürde muss genommen werden. Interessante Analyse zum Thema. Sarah, herzlichen Dank dafür heute Abend. Ja, Remigration, dieses Unwort, das den Plan beschreibt, massenhaft Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben, das steht ganz harmlos wirkend neben anderen Themen wie Wohnungs- und Bildungsnot in der Einladung heute Abend zu einem Bürgertreff im beschaulichen Ort Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis NRW. Eingeladen haben 3 Bundestagsabgeordnete der AfD. Die Veranstaltung ist öffentlich, sie ist umstritten und sie hat jetzt eine Gegendemonstration auf den Plan gerufen. Heiko Rahns. Kein Platz für Nazis. Mehrere tausend Menschen demonstrieren am Abend gegen die AfD. Für die kleine Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis ist das eine beachtliche Anzahl. Die Wut bei den Menschen ist groß. Einige demonstrieren zum ersten Mal überhaupt. Ich war schon immer sensibel für diese Themen und das, was jetzt heute 2024 passiert, das ist unmöglich. Ich dachte, das hätten wir überwunden, aber die Welt dreht sich zurück mit der AfD. Ich möchte einfach zeigen, dass Deutschland bunt ist und das wollen wir auch. Also ich möchte einfach, dass es so bleibt. Das ist ein Trost in dieser Zeit, wo vieles sehr, sehr schlecht läuft, dass so viele Menschen Gesichtszeigung und Haltung zeigen. Während draußen die Menschen demonstrieren, redet die AfD drinnen beim Bürgertreff über ihre Themen. Allen voran die sogenannte Remigration, die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Etwa 100 Interessierte wollten das hören. Deswegen drängt sich der Begriff Remigration auch auf. Ob man das jetzt Rückführung nennt, Remigration oder eure Heimat braucht euch, gute Reise. Das meine ich gar nicht zynisch, das ist sogar so. Auch Rüdiger Lukassen redet Klartext. Verschwiegen wird hier nichts. Wenn man unterstellt, dass es vielleicht nur in einem Geheimtreffen funktioniert, Lapsus, kann ich nur sagen, wir werden offen darüber sprechen. Diese Botschaft ist auch bei den Demonstranten in Eitorf angekommen. Sind sich die Organisatoren der Demo sicher? Ich bin ganz sicher, dass Korrektiv, die Aufdeckungen, die da gelaufen sind, im Moment überall ein richtiger Beschleuniger sind dafür, dass Menschen für diese Demokratie einstehen, dass sie entsetzt sind über solche Pläne, die da geschmiedet werden im Hintergrund. Die Bevölkerung hat mittlerweile erkannt, dass es nicht nur auch hohle Phrasen, leere Versprechungen und auch, ich sag mal, Hass ist, weil da was mal mitschwingt, sondern man hat eigentlich gesehen, dass es gefährlich ist, die AfD zu wählen. Hamburg, München. Die Demonstrationen gehen weiter. Nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den kleinen Städten, wie hier in Eitorf. So, und weitere wichtige Nachrichten von heute hast du jetzt im Blick, Heinz. Bei russischen Angriffen auf mehrere Städte in der Ukraine sind in der vergangenen Nacht nach Behördenangaben mindestens 9 Menschen getötet und fast 80 verletzt worden. Neben der Hauptstadt Kiew wurde vor allem Charkiw im Osten des Landes getroffen. Alleine von dort wurden 8 Todesopfer gemeldet. Zahlreiche Wohngebäude wurden beschädigt. Am frühen Nachmittag gab es in mehreren Regionen erneut Luftalarm. Die Bundesregierung will die Verteidigung der Ukraine nun auch mit einer Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Minister Pistorius habe 6 Mehrzweckhubschrauber zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es sei die erste deutsche Lieferung dieser Art. Zuvor hatten die internationalen Unterstützer der Ukraine im sogenannten Rammstein-Format beraten.
Israel lehnt im Kampf gegen die Hamas eine Feuerpause ab, solange nicht alle Geiseln freigelassen worden sind. Das hat ein Regierungssprecher erklärt. Und die Kriegsziele bekräftigt: Zerstörung der Regierungsfähigkeit und der militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen und die Rückkehr der Geiseln. Bei den Kämpfen im Gazastreifen sind gestern 24 israelische Soldaten getötet worden. Der schwerste Verlust an einem einzigen Tag seit Beginn des Militäreinsatzes. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete gestern, in den vergangenen 24 Stunden seien 190 Palästinenser getötet worden. 2 inhaftierte ehemalige Abgeordnete der nationalkonservativen PiS-Partei sind frei. Die beiden Männer waren vor 2 Wochen von Polizisten im Präsidentenpalast festgenommen worden. Zuvor hat Polens Präsident Duda, der PiS-Partei nahesteht, sie zum 2. Mal begnadigt. Der ehemalige Innenminister Kaminski und sein enger Mitarbeiter waren wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. Die PiS bezeichnete die beiden als politische Gefangene. Die Bundesregierung unternimmt einen Anlauf zum Anwerben von Fachkräften aus Vietnam. Zum Auftakt des Staatsbesuchs von Bundespräsident Steinmeier unterzeichneten die Arbeitsminister beider Länder eine entsprechende Vereinbarung. Bundespräsident Steinmeier lobte die Kooperation und wies auch auf das deutsche Interesse an einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit hin. Beide Länder hatten bereits 2011 eine strategische Partnerschaft beschlossen. Bei der NATO werden sie langsam nervös, sagt unser NATO-Korrespondent in Brüssel. Das ist kein gutes Zeichen für ein Militärbündnis, das gerne den Eindruck erweckt, für alle Eventualitäten bestens gewappnet zu sein. Der NATO-Beitritt von Schweden aber ist zu einer schier unendlichen Geschichte geworden. Dabei geht es interessanterweise weniger um Schweden selbst als um die Türkei und um Ungarn. Die Probleme kommen also nicht von außen, sondern von innen, aus der NATO selbst. Und während der schwedische Oberbefehlshaber seine Landsleute gerade noch mal zusätzlich nervös machte mit der Bemerkung, sie sollten sich mental darauf vorbereiten, dass es Krieg geben könnte in Schweden, scheint in die Sache jetzt Bewegung zu kommen. Florian Neuhan. Sehr geehrte Abgeordnete, die Nationalversammlung der Türkei eröffnet ihre Sitzung. So geschäftsmäßig beginnt eine Debatte, auf die der Westen seit einer kleinen Ewigkeit wartet. Das türkische Parlament berät am Abend über den Beitritt Schwedens zur NATO. Eine Saga mit langer Geschichte. Mai 22, Finnland und Schweden bewerben sich gemeinsam um Aufnahme in das Bündnis. Während es für Finnland geschmeidig läuft, Beitritt 11 Monate später, wird die Sache für Schweden zur Hängepartie. Der türkische Präsident Erdogan lässt das Land zappeln. Dabei geht es ihm offenbar um anderes: US-amerikanische F-16 Kampfjets. Monatelang wird gepokert, wer sich zuerst bewegt. Die USA mit den Jets oder, wie es jetzt aussieht, die Türkei mit ihrem Ja. Dieser Verhandlungsprozess war geprägt von sehr geringem Vertrauen zwischen den USA und der Türkei. Es scheint, dass es jetzt durchgeht. Aber was uns in Schweden heute stärker besorgt, dass auf einmal Ungarn alles in die Länge ziehen will. Auftritt Viktor Orbán aus Ungarn. Bisher hatte der stets betont, sein Land werde nicht als letztes Ja sagen zum Beitritt Schwedens. Heute ist das offenbar vergessen. Er habe den schwedischen Premier eingeladen, schreibt Orbán, um über den Beitritt Schwedens zu verhandeln. Verhandeln, wo längst alles verhandelt ist? Der Tweet schreckt die NATO auf. Was will Orbán? Geht es gar nicht um die NATO, sondern wie bei seinen letzten Blockaden womöglich um die EU? Meistens ging es dabei ums Geld und darum, dass die EU die Gelder, die wegen Rechtsstaatlichkeitsproblemen zurückgehalten werden, freigibt. Man kann es Druckmittel nennen, man kann es aber auch Erpressung nennen. Die Autokraten in den Reihen der NATO. Erdogan und Orbán rücksichtslos auch gegenüber den eigenen Partnern. Ihr Politikmodell beruht offenbar auf Erpressung. Gepaart mit einer auffälligen Nähe zu, ausgerechnet diesem Mann, Russlands Präsident Wladimir Putin. Die einzig logische Erklärung für Orbáns Verhalten ist doch, dass er sich emotional, politisch verbunden fühlt mit Autokraten wie Putin. Ansonsten hätte er doch politisch so viel gewinnen können, hätte sein Land dem Beitritt Schwedens schon 2022 zugestimmt.
already in 2022. 346 Ja, 287 Nein-Stimmen. Am späten Abend steht die Mehrheit für Schweden im türkischen Parlament. Das Ungarische tritt erst im Februar überhaupt wieder zusammen. Und jetzt einmal rüber über den Atlantik. New Hampshire, Elche, Schwarzbären und knapp 1,4 Millionen Menschen. Ein schnuckeliger Neuengland-Staat, um diese Zeit tief verschneit. New Hampshire hat es in der Hand. In New Hampshire entscheidet sich heute die Frage aller Fragen für die Republikaner in den USA. Heißt ihr Kandidat für die Präsidentschaftswahl im November Donald Trump? Was außer Trump selbst fast alle Meinungsforscher annehmen. Oder hat seine einzige verbliebene Konkurrentin Nikki Haley noch eine Chance? Es wäre wohl ihre letzte. Claudia Bates ist in New Hampshire. Dieser Bär war einst verschwunden. Das war eine Zeitungsschlagzeile. So ruhig ist es in New Hampshire. Hier am Ende der Welt lebt Kathleen Grindle Mack. Im Wahlsystem eingetragen als parteilos, als Unabhängige, wie viele hier in New Hampshire. Sie dürfen an den Vorwahlen der Republikaner teilnehmen. Und moderate Unabhängige wie Kathleen Grindle Mack sind Nikki Haleys große Chance. Wonach schaut man bei Nikki Haley? Sie ist jünger, sie ist dynamischer, sie ist gemäßigter. Sie ist nicht so spalterisch wie Trump und dynamischer als Biden. Unterwegs durch New Hampshire, wo Nikki Haley ihren härtesten Kampf führt. Wenn sie es hier nicht schafft, ist es für sie vorbei. Sie greift Biden und Trump frontal an, wegen ihres Alters. Wir haben ein Land in Unordnung und eine Welt in Flammen. Wir können unseren Kindern nicht anbieten, dass 2 80-Jährige in die Präsidentschaft gehen. Doch Trump liegt in den Umfragen deutlich vor Haley. Wir halten an einem Waffenladen, offensichtlich ein Fan des Ex-Präsidenten. Jonathan Stone stört sich weder an den vielen Gerichtsverfahren noch daran, dass Trump Diktatoren bewundert. Er sieht wenigstens, dass die Führer dieser Länder sich um ihr eigenes Land kümmern, ob man mit Putin übereinstimmt oder nicht. Er kümmert sich jedenfalls um die Interessen Russlands und nicht die Amerikas. Amerika ist das einzige Land, das an der Wohlfahrt der Menschen hier spart, um das Geld anderen Ländern zu geben. Und sein Favorit ist siegessicher. Machthungrig scharen sich bereits seine bisherigen Konkurrenten wieder um ihn. Jeden Tag wird die Republikanische Partei jetzt geeinter. Ihr seht, was passiert. Kathleen Grindle Mack versteht ihr Land nicht mehr. Eines ist sicher, auch wenn Trump heute gewinnt. Ihre Stimme bekommt er bei der Präsidentschaftswahl im November nicht. Er macht mir Angst. Wie er redet, macht mir Angst. Er wolle Diktator sein, nur für einen Tag. Und die ganzen Prozesse. Wie soll man das in Einklang damit bringen, dass diese Person unser Land repräsentieren soll? Ich kann das nicht. Ach, und der Bär. Ein paar Jungs hatten ihn kurzzeitig geklaut. Heute Abend werden die Schlagzeilen bedeutender sein. Ein Name in Großbuchstaben. Wahrscheinlich Trump. Ja, erstes Ergebnis der Vorwahl dann in der jetzt kommenden Nacht und ausführliche Analyse morgen Abend hier bei uns. So, jetzt geht's los, beziehungsweise genauer gesagt, es geht los, dass nichts mehr geht, Heinz. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren 6-tägigen Streik begonnen. Seit 18 Uhr gilt der Ausstand für den Güterverkehr, in der Nacht ab 2 Uhr dann auch für den Personenverkehr. Die Bahn hat einen Notfahrplan veröffentlicht. Der Streik ist bis kommenden Montag angesetzt und der bislang längste in der Geschichte der Gewerkschaft. Sie fordert vor allem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit. Die Bundesregierung arbeitet an einer Kraftwerkstrategie. Es geht dabei auch um den Bau neuer Gaskraftwerke, um Energiesicherheit und auch um hohe Kosten. Sina Meinitz, wie ist Deutschland inzwischen bei der Gasversorgung aufgestellt?
Ja, Deutschland ist nach wie vor stark abhängig von Gaslieferungen aus dem Ausland. Die Kräfte haben sich zwar verschoben, denn man ist eben nicht mehr so abhängig von russischem Gas. Hinzugekommen sind aber besonders viele LNG-Flüssiggaslieferungen aus den USA, Norwegen oder von der arabischen Halbinsel. Aus diesen Regionen haben sich die Importe in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Und auch das sei riskant, heißt es. Denn man denke hier nur an Lieferengpässe, die kommenden Wahlen in den USA oder die unsicheren Seewege im Roten Meer. Zu diesem Ergebnis kommt der Fachrat Energieunabhängigkeit. Er berät die Bundesregierung, wie Deutschland die Transformation weg von fossiler Gasnutzung hin zu erneuerbaren Energien gelingen kann. Laut Fachrat könnte Deutschland seine Abhängigkeit von Erdgas um knapp 80% reduzieren. Und wie und wo genau soll der Gasverbrauch gesenkt werden können? Also am meisten verspricht sich der Fachrat von der Umstellung der Wärmeversorgung in Gebäuden und in der Industrie. Für Privathaushalte werden unter anderem Leasingmodelle für Wärmepumpen vorgeschlagen. Doch diese Energiewende hat eben auch ihren Preis. Und so werden die Kosten für die Umstellung auf 526 Milliarden Euro bis ins Jahr 2045 geschätzt. Laut den Forschern muss sich Deutschland nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch aus sicherheitspolitischen Gründen unabhängiger von Gasimporten machen und das Ganze möglichst schnell. Sina Meinitz, vielen Dank. Bei der Handball-Europameisterschaft war für das deutsche Team heute Spielpause. Vor der für das Halbfinale entscheidenden Partie gegen Kroatien morgen und nach dem klaren Sieg gestern gegen Ungarn. Im Herzen eines Wintermärchens. Der Blick in die Kabine nach dem Sieg gegen Ungarn. Erleichterung und Freude sind bei der Mannschaft von Alfred Gislason mit Händen zu greifen. Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand. Wir müssen morgen gegen Kroatien gewinnen. Ja, es ist jetzt irgendwie nur noch ein Schritt bis zum Halbfinale und wir haben alle mega Bock und die Stimmung ist überragend. Die Fans in der Kölner Arena in Ekstase. Die Mannschaft auf der Platte im Spielrausch. Das Angriffsspiel endlich wieder Variantentempo und erfolgreich. Das wird es morgen auch gegen Kroatien brauchen. Die sind zwar schon ausgeschieden, aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Wir sind gewarnt davor, dass da ganz viel Qualität kommt und die Jungs vor allen Dingen nichts mehr zu verlieren haben. Also jeder kann spielen und sich zeigen, ohne dass er irgendwie Angst vor Fehlern haben muss. Deswegen, ich glaube, das wird ein gefährliches Spiel. Hoffentlich mit Happy End, damit der Halbfinaltraum Wirklichkeit wird. Es könnte eine glanzvolle Oscar-Nacht werden für Deutschland in diesem Jahr. Bei aufregend vielen der Nominierten heute fiel jedenfalls das Wort Germany. 2 deutsche Regisseure, Wim Wenders und İlker Çatak, gehen mit ihren Filmen ins Rennen um den besten internationalen Film. Der eine ist übrigens eine Koproduktion des ZDF, also auch wir hier drücken noch mal ganz besonders die Daumen. Und Sandra Hüller hat ihrer an Auszeichnungen wirklich reichen Karriere heute eine weitere hinzuzufügen, die Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in Anatomie eines Falls. Wenn das kein Grund ist, da noch mal schnell reinzugucken. Waren Sie wütend auf Ihren Mann nach dem tragischen Unfall Ihres Sohnes? Ja, für einige Tage. Er war für ihn verantwortlich. Nur einige Tage? Ihr Sohn hat sein Augenlicht fast völlig verloren und Sie waren nur einige Tage lang wütend? Ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Verstehst du das? Du beschwerst dich über dein Leben, das du dir ausgesucht hast. Du bist kein Opfer. Gar keins, klar? Du bist brutal! Ja, ich bin brutal! Folgt man ihrer Logik, waren alle Probleme von Samuel meine Schuld. Sie ist die erste deutsche Schauspielerin, die mit so einer Oscar-Nominierung geehrt wird, seit fast einem Jahrhundert. Von einem anderen Deutschen, der international Karriere gemacht hat und Wirbel und Furore, müssen wir uns heute alle verabschieden. Frank Farian ist tot. Angefangen als Koch im Saarland über Roßbach bei Frankfurt in die ganze Welt. Superhits am Fließband. Einer der erfolgreichsten Musikproduzenten überhaupt. Vermutlich der erfolgreichste aus Deutschland. Frank Farian, Schöpfer des Sounds einer ganzen Generation, wurde 82 Jahre alt. Der Nachruf jetzt von Claudio Armbruster. Eine Frage vorweg. Wer hat zu seiner Musik noch nicht getanzt? Frank Farian, Ohrwurmproduzent, König der Tanzflächen. Boney M.,
sein Geniestreich. Musik, die in die Hüfte schießt und im Gehörgang kleben bleibt, ob man will oder nicht. Das sind Hits. Und das sind die Zutaten. Erstens mal eine hervorragende Melodie, egal ob sie von mir ist oder von jemand anders. Man muss ihnen erstmal schöne Harmonien vermitteln, man muss ihnen gute Interpretationen vermitteln. Die Künstler müssen einen guten Look haben. Frank, du musst es wissen, was macht einen guten Disco-Hit aus? Ich glaube, das ist ganz einfach. Man muss eine gute Melodie haben, die eigentlich sehr schwer ist, die zu komponieren. Die einfachen Sachen sind die schwersten. Man muss dann auch einen guten Beat haben für die Diskothek. Wir müssen Atmosphäre haben, dass die Leute sagen, boah, das toucht mich. Und dann rennen sie auch in die Plattenläden und wollen das Lied haben. Und sie hören sich dann 100 Mal an, bis es aus den Ohren rauskommt. Ganz zu Beginn seiner Musiklaufbahn trat er noch selbst auf. Sein erster kleiner Hit, Rocky. Du schaffst es, du wirst sehen. Doch lieber überließ er die Bühne den anderen und zog alle Fäden im Hintergrund. Sein größter Erfolg nach Boney M. wurde auch sein größter Skandal, der Milli Vanilli-Schwindel. Was war das ein Aufschrei damals, 1990, als er preisgab, dass die beiden gar nicht singen? Ich hatte die zwei nicht mehr im Griff. Ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Sie haben nicht mehr auf mich gehört. Und da war es Zeit, mein Projekt zu killen. Ich bin nach New York geflogen und habe einem Reporter gesagt, die zwei Jungs haben nie einen Ton gesungen. Und ich war danach immens erleichtert. Frank Farian verstand sein musikalisches Handwerk. Und er verstand, es zu vergolden. Über 800 Millionen verkaufte Tonträger. Nun hat er sich verabschiedet. Was bleibt, sind Ohrwürmer. Wenn Sie jetzt keinen haben, keinen Ohrwurm, dann können wir leider auch nicht helfen. Um 0:15 Uhr gibt es dann unser heute Journal-Update mit Nazan Göktemir. Und von uns allen, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, einen angenehmen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zum Wetter. Vom Schnee der letzten Tage ist nicht mehr viel übrig und jetzt kommt das nächste mächtige Sturmtief. Das bringt dann endgültig einen Schwall milder Luft und eben auch starken Wind. Verbreitet gibt es morgen Sturm oder schwere Sturmböen zwischen 60 und 100 Kilometern pro Stunde. Auf der See oder auch auf Bergen wie dem Brocken oder dem Feldberg im Schwarzwald sind es über 100 Kilometern pro Stunde bis hin zur vollen Orkanstärke. Der Schwerpunkt liegt vormittags an der Nordsee, nachmittags an der Ostsee, während dann von Südwesten der Wind wieder abnimmt. Heute Nacht zieht erstmal der Warmfrontregen über der Mitte in den Osten. Nach Mitternacht mit Annäherung der Kaltfront nimmt der Wind aus Nordwesten dann schon deutlich zu mit ersten Sturmböen und bringt die milde Luft. Und das ergibt einen spannenden Temperaturverlauf. Die Tiefstwerte der Nacht zwischen 8 und 1 Grad werden nämlich allesamt heute Abend schon erreicht. Im Nachtverlauf wird es dann immer milder bis zum Vormittag. Da gibt es Werte zwischen 9 und vorfrühlingshaften 14 Grad am Rhein. Und ab dem Nachmittag wird es von Norden her dann schon wieder kühler. Das liegt an der Kaltfront, die vormittags noch über der Mitte liegt mit ihrem Regen, nachmittags dann in Richtung Alpen weiterzieht. Dann lockert es in der Mitte etwas auf. Im Nordosten gibt es den ganzen Tag diese Schauertätigkeit und dazu der Sturm. Informieren Sie sich und achten Sie auf herabstürzende Gegenstände. Am Donnerstag beruhigt sich die Lage dann. Am Freitag kommt das nächste Tief mit Regen und viel Wind. Und der Samstag wird dann wieder ruhig, teilweise sogar mit viel Sonne. Es wird nicht langweilig im Moment beim Wetter. Tschüss.